Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für einen leckeren Ofenpfannkuchen mit Hackfleisch, Paprika und Feta-Käse. Dafür als erstes eine kleine Zwiebel sowie 2 bis 3 Knoblauchzehen abziehen, anschließend fein hacken. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden glasig darin anschwitzen. Danach geben wir das Hackfleisch dazu, insgesamt 400 Gramm, halb Rind und halb Schwein. Einfach mit in die Pfanne geben und bei mittlerer bis hoher Hitze für ein paar Minuten krümelig anbraten. Währenddessen schneiden wir noch etwas Paprika. Ich habe hier 3 relativ kleine Paprika verwendet, entkernen und dann in dünne Streifen schneiden. Das Hackfleisch anschließend würzen, je einen gehäuften Teelöffel süßes Paprikapulver sowie Oregano und eine sehr gute Prise Salz und frisch gemahlener Pfeffer. Alles einmal gut umrühren, für 1 bis 2 Minuten weiter braten lassen und danach vom Herd ziehen und kurz zur Seite stellen. Weiter geht's mit dem Pfannkuchenteig, dafür 200 Gramm Weizenmehl, eine Prise Salz sowie einen halben Teelöffel Backpulver in eine Rührschüssel geben. Die trockenen Zutaten jetzt einmal kurz miteinander verrühren und danach 400 Milliliter Milch dazu gießen. Außerdem kommen noch 3 mittelgroße Eier dazu. Alle Zutaten mit einem Schneebesen oder einem Mixer verquirlen, bis daraus ein klumpfreier und glatter Teig entstanden ist. Den fertigen Teig im Anschluss auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech gießen. Und jetzt können wir die Pfannkuchenpizza belegen. Zuerst das Hackfleisch auf dem Teig verteilen, danach die Paprikastreifen und zum Schluss brösele ich noch etwas Feta-Käse oben drüber. Ihr könntet alternativ aber auch einfach geriebenen Gouda oder Mozzarella verwenden, das wäre ebenfalls möglich. Und so geht das Backblech danach in den vorgeheizten Backofen für ca. 20 Minuten bei 180 Grad Umluft oder 200 Grad Ober- und Unterhitze, bis der Pfannkuchenteig komplett durchgebacken ist. Das Backblech danach aus dem Ofen holen. So sieht der Ofenpfannkuchen nach dem Backen aus. Jetzt noch etwas gehackte Petersilie für die Garnitur drüber streuen und dann wünsche ich euch schon mal einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.